Wenn einer eine Reise tut, so landet er häufig auf der Internetplattform Airbnb und mietet sich dort eine Privatwohnung oder ein Haus. Längst nicht nur Reisende, die ein Schnäppchen suchen. Findige Jungunternehmer haben nämlich einen neuen, lukrativen Markt entdeckt. Sie haben sich in Städten wie Zürich oder Basel ein paar exklusive Wohnungen an bester Lage gesichert und bieten diese als komplett möblierte Luxus-Apartments an. Für Touristen und Geschäftsreisende, die zwar wohnen wollen wie im Luxushotel, aber ohne andere Gäste. Luxus-Airbnb im Trend, Zürich-Korrespondent Christoph Brunner berichtet. Auf dem Schild neben der Klingel steht Le Bijou, das Juwel. Und wie ein Schmuckstück preist Madeleine Fallecker die zweistöckige Dachwohnung in der Zürcher Altstadt auch an, sobald uns der Lift direkt in die Wohnung gebracht hat. Wir arbeiten sehr viel mit Holzmaterialien, die eben so ein warmes Gefühl gibt. Wir haben Fellküsse, sehr hohe Decken, was immer ein wunderbares Raumgefühl gibt. Und speziell jetzt an diesem Wohnzimmer ist sicher auch unsere Aussicht, die unschlagbar ist. Unter uns liegt der autofreie Münsterhof. Laut Reiseführern einer der schönsten Plätze Zürichs. Und diese Wohnung an exklusiver Lage vermietet die 26-jährige Madeleine Fallecker im Internet über ihre Firma Le Bijou. Je nach Saison kostet eine Nacht zwischen 1.000 und über 4.000 Franken. Für diesen stolzen Preis ist das 180 Quadratmeter große Apartment ausgebaut und eingerichtet wie eine gehobene Eigentumswohnung, inklusive Sauna und einer Dachterrasse mit Jacuzzi. Eine Rezeption oder einen Concierge gibt es hier nicht. Wer sich einen Privatkoch in die Wohnung bestellen will oder einen Chauffeur braucht, macht das per iPad-App. Der Gast zahlt eigentlich nur für das, was er eben dann auch wirklich braucht. So Madeleine Fallecker. Ihre Geschäftsidee hatten sie und ihr Lebenspartner Alexander Hübner wegen des Booms von Airbnb. Die beiden mieten leerstehende Luxuswohnungen, bauen sie um und vermieten sie dann weiter an Geschäftsleute und gut betuchte Touristen aus aller Welt. Als Alternative zum Luxushotel, wie Alexander Hübner sagt. Wir haben ein luxuriöses Ambiente und man muss es nicht teilen mit anderen Gästen. Wir sagen einmal Hotel Service without the other hotel guests. Und die Leute wollen sich mehr wie ein lokaler Bewohner fühlen, als in einer grossen Hotelinfrastruktur sein. Eines dieser großen Luxushotels ist nur 5 Gehminuten von der Wohnung am Münsterhof entfernt. Das Zürcher Traditionshotel Widder. Die Suiten kosten hier zwischen 900 und 5.600 Franken pro Nacht. Widder-Direktor Jan Brucker verfolgt die junge Konkurrenz im Internet genau. Da gibt es einen Markt dafür und die Entwicklung ist nicht aufzuhalten mit dieser Art Konzept. Trotzdem glaubt Jan Brucker nicht, dass das Konzept des Luxushotels ausgedient hat. Er sagt dies auch als Präsident von Swiss Deluxe Hotels, dem Branchenverband der Schweizer 5-Sterne-Häuser. Die 45 Hotels verzeichneten letztes Jahr 1,2 Millionen Übernachtungen, fast 10% mehr als im Vorjahr. Es werde immer Gäste geben, die die Infrastruktur eines großen Hotels schätzen und keine Lust hätten, alles selbst per iPad zu erledigen, so Brucker. Wenn ich das im Alltag sehe, wie viele Gäste unsere Concierge oder unser Front Office ansprechen, dann zeigt sich ja auch, dass die Gäste einfach auch lieber auf den menschlichen Kontakt zählen und als nur auf Technologie. Trotzdem läuft das Geschäft mit den Luxus-Apartments. Alexander Hübner und seine Partnerin haben mittlerweile 40 Wohnungen in verschiedenen Schweizer Städten im Angebot. Die Wohnungen seien letztes Jahr zu 90% belegt gewesen. Den Vorwurf der Mieterverbände, solche professionellen Wohnungsangebote würden in Städten wie Zürich die Wohnungsnot verstärken, lässt Alexander Hübner nicht gelten. Die Wohnungen, die wir nehmen, die sind oft Wohnungen, die man auf dem Markt sehr schwierig vermieten kann, weil sie teuer sind entsprechend. Und die sind oft mehrere Jahre leer. Diese Einschätzung teilt auch Anna Schindler, die Leiterin der Zürcher Stadtentwicklung. Die professionellen Anbieter von teuren Stadtzürcher Wohnungen auf Airbnb seien keine Bedrohung, sagt sie. Es ist ein Markt, der noch nicht essentiell ist. Also wir reden insgesamt von vielleicht etwa 500 Wohnungen. Das ist ungefähr 0,2% vom Wohnungsbestand. Und ist noch nicht in der Dimension, wo wir jetzt dringendsten Handlungsbedarf sehen. Laut Anna Schindler verkraftet die Stadt Zürich das Geschäft mit den Luxuswohnungen, auch wenn der Markt noch wachsen sollte. Und dass er wächst, ist fast sicher. So sagt Alexander Hübner von Le Bijou. Wir haben diverse Projekte in der Pipeline, auch grössere Projekte, wo wir ganze Häuser umbauen können. Und so wachsen wir Schritt um Schritt. Mit dem Ziel, dass auf Airbnb in jeder größeren Schweizer Stadt Luxuswohnungen für die Reichen bereitstehen. 1 Minute nach